Heute bin ich mit dir in einem kleinen verschlafenen Nest namens San Alfonso in El Salvador und ich nehme dich mal mit auf eine kleine kulinarische Abenteuerreise. Und zwar hier auf der anderen Seite befindet sich das Nest, das ich dir zeigen möchte. So, jetzt bin ich in San Alfonso und mal gespannt, wen und was ich denn hier so alles kennenlernen werde. Kleine Gemeinde, hier gibt es wirklich nur ein paar Straßen. Camarón. ¿De dónde? Del río, este rayado, camarón rayado. Estas son las manos. ¿Muerde? No, ya le quité las manos, espérate. Estas son las manos, pues. Increíble. ¿Y qué más tienes? ¿No? ¿Y cómo se come? ¿Ese también se come? Sí. ¡Wow! Estos todos son camarones. Camarones. ¿Y cuál peces tienes? Ahí van. ¡Wow! ¿De cuántas horas? Una hora. Una hora. ¡Wow! Hola. Buenas tardes. So, bisschen spitz die Steine. Ich gehe mal da vorne an den kleinen Markt mal gucken. Ich habe richtig Lust auf eine Banane. Hey, hier kommt ein Hundi. Hey, großer. Scheint alles zu geben, was man braucht hier. So, hier, was gibt's? Tengo aguacate. Aguacate y cebolla. Tiene pocas latas. Heute zeige ich dir mal ein richtig geiles Hostel und zwar in dieser kleinen Gemeinde San Alfonso und zwar hier versteckt, hier schön in der Nachbarschaft. Und ja, hi. Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Pasa adelante ¿qué tal? a nuestro Gracias. humilde hostal. Aha, increíble. Ich muss an der Stelle gestehen, ich habe schon eine Nacht, als ich hierher gekommen bin, hier geschlafen. Ein wunderschöner Ort und das ist auch wieder was, keine bezahlte Werbung, sondern wenn mir wirklich was gefällt, dann mache ich das aus Nächstenliebe, sage ich jetzt mal. Und Andrés und seine liebe Frau und seine zwei Töchtern zeigen wir jetzt mal, wo sie hier wohnen. Hola. Hola. Sí. Hola, pues este es mi pequeño hostal. Ajá. Pues esta es mi hija, mi esposa. Hola, mucho Cuento gusto. con 3 habitaciones, una pequeña cocina a los huéspedes. Aha. Ah, okay, gibt eine kleine Kochecke. Alles schön sauber. Hier kann man auch schön putzen. Und Wasser gibt es auch. Natürlich selbstredend nicht trinkbar. No es potable el agua. No, no es potable. Claro que no. Se toma una vez y después. Hasta ahí llegamos. Qué bien. ¿Y quieres enseñarme un cuarto? Sí, una habitación con las que contamos. Esta es la habitación con una cama matrimonial, Ay, qué un bien. ventilador, pues, un estante, un espejo y un pequeño baño privado con su ducha. Vamos a encender la luz. ¿Bien? Ay, qué bien. Ah ja, und hier hast du was gegen die Hitze, das ist natürlich auch gut. Da kannst du dann einstellen, wie kalt du es haben möchtest. Kommt frische Luft raus. Sehr schön.
Jetzt nehme ich dich mal mit und zwar geht's zum kleinen Essstand meiner Wahl, hier vorne links. Und zwar wird es Pupusa geben. Das ist hier das Nationalgericht. Hola, hola. Wow. Estamos haciendo pupusas. ¿Qué tal? Bien, aquí trabajando duramente. Trabajando. Mira, la cena. La gallina. La cena. Ah, la cena. Hola, ¿qué tal? Oye, hay los chuchos locos acá. Sí, por allá están. Kommt, ihr bösen Hunde. Das sind die bösesten Hunde der Welt. Komm her. Psst. Agarramos la masa para hacer la pupusa. Para pupusa, esa es la masa de Maíz. 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 Ajá. Esta la vamos a rellenar con queso y pollo. Con queso y pollo. Sí. Eso es queso y pollo. Pollo. Luego la cerramos Ajá. y la tiramos a la plancha. Ay, Estos son de queso con loroco, ya están. ya está listas el para queso. comer. Qué bien. ¿Y cuántas pupusas hay? ¿Cuántas pupusas caben? No, ¿cuántos tipos? ¿Cuántos tipos? ¿Cuántos sabores, sí? Ah, bueno, yo tengo de queso con loroco, chicharrón con queso, frijol con queso, revueltas que lleva frijol y chicharrón. Mm. Y tenemos solo de puro queso. ¿Con qué? Solo queso. Ah, solo queso, solo sí, queso, ajá. pollo con queso. ¿Y de arroz? Ay, toda esa variedad se puede hacer con... Ah, y se come con eso, ¿sí? ¿Y esa salsa de tomate? Salsa de tomate 100% ¿Y qué es eso? Repollo. ¿Es para la salsa? No, es para carne a la plancha. El Carne a chimole. la plancha. Ah, El chimole. qué rico. ¿Y eso es pepino en la bolsa? Estos son lorocos. Lorocos. Para pupusa. Se pica y luego se Ah, es le como, echan la pupusa. como chile, algo así. Vaya, está bien. ¿Y cuántos días vendes esas pupusas? Viernes, o sea, todos los días porque todos los días busco a los clientes, pero este día que estoy más. Entonces tú trabajas cada día. Todos los días. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No sé. ¿Cómo? Donald Trump. Bumpy. Todo buen salvadoreño, tú te tienes que comer la pupusa con los dedos, no usar tenedor. Ah, ¿y los chinos acá cómo se comen? Eso no sé, así igual como nosotras. Ok, entonces... Está caliente. Gracias. Ja, das sind jetzt hier die sogenannten Pupusas, die gefüllte Teigtaschen, und du hast hier Tomatensauce und da ist eben so Kraut und hier ein bisschen, ¿qué es eso? ¿Es chili? ¿Es picante? Jalapeños, sí, Jalapeños. jalapeños. ¿Y qué más es adentro? Es repollo Aha. y zanahoria, Ajá. cebolla picada. Mhm. Eso. Jetzt versuchen wir doch mal gleich die Köstlichkeit. Also da habe ich mir eins bestellt, und zwar ist das hier in der Mitte gefüllt mit Käse und mit Jalapenos, weil ich es scharf mag. Und hier, das ist mit Käse und mit Hühnchen. Wenn der Käse so schmilzt,
Oh. Scheiße, da läuft Öl. Mm. Oh, das ist ein bisschen groß geworden. Mm. So, jetzt bin ich schon wieder auf dem Heimweg. Wird langsam Nacht hier unter den Mangobäumen. Buenas. Also richtig gemütlich, muss ich sagen, hier bei den im kleinen Dorf. Ja, die ganzen Leute gehen jetzt mal raus, wo es ein bisschen kühler wird. Hier der wunderschöne Mangobaum und ja, das ist wirklich noch ein ruhiges Fleck Erde, ruhiges Fleckchen Erde. Qué bien. Bien, cabal, va. Muy bien, ne? So, jetzt habe ich mir ein bisschen verquatscht. Jetzt ist schon wieder ein bisschen zu spät geworden. Ich mag es eigentlich gar nicht so in mittelamerikanischen Ländern nachts über so Straßen zu laufen. Auch wenn man da manchmal belohnt wird mit Glühwürmchen wie hier. Und ja, jetzt fängt es auch schon an zu regnen. Deswegen wollte ich auch nicht über den Bach laufen. Weil das ist tatsächlich nicht ohne mit Sturzfluten und so weiter. Sturzflutgefahr.